grüße euch zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es endlich mal wieder eine Nähanleitung, da werden sich sehr viele von euch drüber freuen. Und zwar gibt es aus dem Grund unter anderem wieder eine Nähanleitung, weil ich vor einiger Zeit einen Nähauftrag bekommen habe, einen Wunsch von einer sehr guten Freundin. Und zwar kommt ihr bald ein Baby und wünschte sich von mir eine Mutterpasshülle für ihren Mutterpass. So, was macht man dann? Man guckt natürlich auf YouTube, welche Anleitungen es schon gibt und welche Mutterpasshülle man am liebsten nähen möchte, wenn man sich die nicht komplett selbst ausdenkt. Und ja, eigentlich habe ich gedacht, ich finde eine und nähe die einfach nach. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir aus 2, 3 Videos so verschiedene einzelne Komponenten sehr gut gefallen. Die habe ich wiederum in einer Anleitung zusammengefasst und habe dann doch mitgefilmt und habe daraus eine eigene Anleitung gemacht und die für euch heute hochgeladen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der Anleitung und viel Spaß beim Nachnähen. Die Anleitung ist eigentlich sehr einfach und wirklich auch für Anfänger geeignet, wie ich finde. Und wenn ich vorher gewusst hätte, wie unkompliziert das Ganze eigentlich geht, dann hätte ich das bestimmt schon früher in Angriff genommen. Wenn ihr das Video heute schaut, werde ich vermutlich entweder im Wohnwagen sitzen und chillen oder auf Erkundungstour rundum und in Marburg sein, denn ich mache ein paar Tage Urlaub. Das nächste Video wird mal wieder ein Vlog. Ich habe so ein bisschen zusammengesammelt, was ich in den letzten Wochen alles so gemacht habe, was vielleicht spannend und interessant sein könnte, und das gibt es nächste Woche auf meinem Kanal wieder für euch. Bis dahin bleibt gesund und bleibt kreativ. Ciao. Für deine Mutterpasshülle brauchst du einen Außenstoff, einen Innenstoff und 2 kleinere Stoffteile für die Laschen. Die genauen Maße von jedem Stoffteil findest du unten in der Videobeschreibung. Für das Fach für die Ultraschallbilder benötigst du dann noch ein Stück transparente Folie. Ich habe mir einfach von den Umschlägen der Schulbücher meiner Tochter ein Stück aus einem Umschlag ausgeschnitten, der schon defekt war, und diese Folie eignet sich dafür sehr gut. Außerdem benötigst du noch ein Stück Gummiband, und mit diesem Gummiband beginnt auch der erste Nähschritt. Hierfür liegt der Außenstoff mit der rechten Seite nach oben und das Gummiband wird auf der linken Seite platziert, und zwar 5 cm vom linken Rand entfernt. Jetzt kannst du das Gummiband knappkantig einmal oben und unten festnähen und das Band sollte dabei locker liegen. Als nächstes verzierst du eine der langen Seiten von deiner Folie mit einem Schrägband. Stecke dir das Schrägband mit Wonderclips an der Folie einmal gut fest, schlage die Enden dabei oben und unten ein. Jetzt kannst du knappkantig am Rand entlang mit einem normalen Geradstich einmal absteppen. Die Stichlänge an der Nähmaschine habe ich für die komplette Hülle auf 3 eingestellt. Jetzt kannst du die beiden Stoffteile für die Laschen einmal in der Mitte falten und ebenfalls am Rand jeweils einmal absteppen. Um die Mutterpasshülle noch ein bisschen zu verstärken, kannst du zusätzlich noch auf die Laschen ein dünnes Bügelvlies aufbügeln. Anschließend legst du die Laschen auf die rechte Seite deines Außenstoffs, und zwar so, dass die offenen Kanten nach außen gucken. Und unterhalb der rechten Lasche platzierst du jetzt noch deine transparente Folie. Diese kannst du jetzt mit einem zusätzlichen Schrägband einmal in der Mitte absteppen. Achte dabei darauf, dass das Fach für die Ultraschallbilder dabei groß genug ist. Schlage das zweite Schrägband auf der Seite mit dem langen Schrägband einmal ein und schneide auf der linken Seite das Schrägband bündig ab. Jetzt kannst du alles mit 2 Nähten einmal oben und unten zusammennähen und somit ist das Fenster für die Ultraschallbilder schon fertig. Dann brauchst du nur noch alle Teile in der richtigen Reihenfolge aufeinander legen. Achte dabei darauf, dass das Gummiband unten und oben gerade liegt.
Und damit das bei dem Zusammennähen nicht verrutscht, stecke ich mir das einmal mit Stecknadeln fest. Wenn du die Laschen so wie im Video richtig platziert hast, fehlt jetzt nur noch der Innenstoff. Auf den Innenstoff habe ich auch wieder ein Stück Bügelvlies drauf gebügelt und den legst du anschließend rechts auf deine restlichen Stoffteile drauf, steckst dir das Ganze gut fest und nähst das Ganze dann einmal oben und einmal unten mit einem normalen Gradstich zusammen. Die zusammengenähten Stoffteile kannst du jetzt einmal auf rechts drehen, vorsichtig noch die Stecknadel entfernen, alles gut glätten und die Ecken ausfalten und schließlich noch die Seiten auch wieder mit einem normalen Geradstich schließen. In der gleichen Art und Weise kannst du dir übrigens auch deine U-Hefthülle nähen. Hierfür musst du natürlich die Maße neu berechnen. Und wenn du dafür den gleichen Stoff nimmst, vielleicht sogar jeweils immer den gleichen Stoff für eines deiner Kinder, dann ja, passt das natürlich auch sehr, sehr schön zusammen. So, jetzt brauchst du nur noch den überstehenden Stoff etwas zurückschneiden. Du kannst auch die Ecken etwas einschneiden, achte dabei aber darauf, dass du nicht in die Naht schneidest. Und dann kannst du die Laschen noch einmal umschlagen, so wie du hier im Video siehst. Und schon ist deine Mutterpasshülle fertig. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde, meine Hülle für meine Freundin ist sehr, sehr, sehr hübsch geworden. Und ja, damit war es das auch heute schon wieder mit dem Video, mit der Nähanleitung für euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich auch viel Freude beim Nachnähen und eine wunderschöne Schwangerschaft für alle, die im Moment ein Baby erwarten. Ja, ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und freue mich schon darauf, beim nächsten Video wieder ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen und zu zeigen.